Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute stelle ich euch mal ein kleines Tool vor, was ich glaube ich auf meinem Kanal noch gar nicht so gezeigt habe, was aber sehr, sehr nützlich ist und ich zeige euch damit auch gleichzeitig einen kleinen Trick, der schon bekannt ist, aber wie gesagt, ich habe es euch noch nicht so großartig gezeigt, wie ihr deutlich mehr Kristalle aus euren Gegenständen rausholen könnt, ja. Wie gesagt, vieles von euch werden es schon wissen, viele aber wahrscheinlich auch nicht. Es ist auch eine Sache von Pilzen, also man muss ein bisschen was investieren, um aber sehr viel mehr Kristalle rauszuholen, ja. Und zwar gehen wir dazu mal auf eine Schmiedesimulator-Seite, ja. Diese Seite wurde erstellt von Don Muerte. Und diese Seite habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Und zwar geht es darum, seine Gegenstände zu zerlegen und halt vorher ihr Aussehen zu ändern, um mehr Kristalle zu bekommen. Denn mit verschiedenen Items bekommt ihr auch verschiedene Anzahl an Ressourcen. Ja, wir testen das Ganze jetzt mal anhand von diesen zwei Waffen hier. So, und diese zwei Waffen geben wir jetzt mal gleich in den Schmiedesimulator hier ein. So, wir fangen an mal mit der Stichflamme hier, ne? Und wir sehen, wir sehen erstmal, wie viel Kristalle sie so bringt und wie viel Kristalle sie gleich geben wird. Oder wir fangen mal mit der Waffe an, mit Bezweifler Bezauberer. Da sieht man das nochmal ein bisschen deutlicher anhand der Ressourcen, was das Ganze ausmachen kann. Im späteren Spielverlauf habt ihr ja nicht mehr sehr viel Probleme mit Metallen, am Anfang schon, weil ihr ja nur Epics zerlegt und Epics hauptsächlich Kristalle bringen und weniger Metalle. Am Ende des Spiels habt ihr dann mehr Probleme, Kristalle zu bekommen. Deswegen nützlich, ja. Wir nehmen jetzt mal den Bezweifler Bezauberer. Dazu geht ihr auf die Seite, die ich euch unten verlinkt habe. Und wenn ihr das Ganze hier, sag ich mal, wenn euch das Ganze weiterhelfen sollte, dann vergesst auf jeden Fall nicht, gerne ein Like und einen Kommentar dazulassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, am Anfang nutzt ihr erstmal die Seite, um rauszufinden, welche Klasse ihr überhaupt spielt oder von welcher Klasse das Item ist. So, dazu geht man auf den Pfeil und nehmen wir hier jetzt natürlich mal den Magier, ne? Dann suchen wir raus, was das für ein Epic ist. Es ist mit einem Attribut, 2, 3 oder es sind alle Attributs-Item. Dazu gehen wir nochmal hier rauf, gucken. Es hat 3 Attribute, das heißt, wir gehen hier und stellen 3 Attribute ein. Ja, als nächstes gehen wir auf den Pfeil hier drauf, denn jetzt suchen wir uns die Waffe mal raus, gehen hier dazu auf Waffe. Hier ist auch alles sehr schön aufgelistet, alles mit Bildern und so. Das ist schon ziemlich cool gemacht, sehr detailliert und sehr übersichtlich auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, wir gehen zu den Waffen und suchen jetzt mal den Bezweifler Bezauberer, der ist hier. So, jetzt kommt als nächstes der Schadenswert, ja. Wir geben hier ein den minimalen Schaden und den maximalen Schaden, also die Schadensspanne quasi, ne. Hat man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Brustpanzer oder sowas nehmen würde, hat man das natürlich nicht. Da hat man dann zum Beispiel die Rüstung, ja. Können wir auch nochmal gleich ausprobieren. So, wir geben hier ein 3223, ja. 3223, ne. 3223, 3223, ja. 3725, so. 3725. So, das ist jetzt die Spanne. Und jetzt der höchste Attribut Grundwert. So, das ist der höchste Attribut Grundwert ist quasi der Schaden. 1848. Hier sind es jetzt 1540. Also da muss dann dieser Wert rein. So, 1848 geben wir hier ein. 1848. So, jetzt sehen wir, das Ganze gibt hier 3982 Kristalle. Stimmt das? 3982 Kristalle, 1954 Metall, also das stimmt auf den Punkt genau, er rechnet euch das ganz genau aus, ja, und jetzt können wir gucken, ja, jetzt haben wir hier 3 Waffen zur Auswahl da, ne, oder besser gesagt 2 Waffen zur Auswahl, und zwar seht ihr da auch ein kleines Zeichen daneben, und zwar einmal hier die Metalle, so, dann die Kristalle und einmal den Gesamtwert, was am besten ist, so. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und ihr seht quasi die Waffen, in welche Waffe man das Aussehen ändern kann, für welchen Gegenwert. So, wir gehen mal auf den Stab des Schwarms. Hier sehen wir, würden wir die meisten Metalle bekommen, 1666 mehr und 362 Kristalle mehr.
Das ist ziemlich cool, einfach nur, weil wir das Aussehen ändern. Jetzt sehen wir hier die meisten Kristalle, die man dadurch bekommen kann. Wenn man es hierhin halt ändert, so Konfettikanone, kriegen wir satte 3258 Kristalle mehr, einfach nur, weil wir das Aussehen der Waffe ändern. So, und hier ist nochmal, ja, was so am besten ist vom Leistungsverhältnis her, so, ne? Also das lohnt sich jetzt weniger als das jetzt zum Beispiel. Wenn ihr aber mehr Metalle wollt, dann geht ihr halt darauf. Macht aber keinen Sinn. Ihr geht immer darauf, was am meisten Kristalle bringt, also das hier. So, und wenn wir jetzt das nehmen, also wenn wir jetzt diese Waffe hier in diese Waffe hier verwandeln, ja, dann sehen wir, bringt das Ganze 7240 Kristalle. Und das werde ich euch jetzt beweisen, ja, dass das nämlich stimmt. Wir gehen auf die Waffe rauf, so, Rechtsklick und Aussehen ändern. Das ist natürlich der Teil, der ein bisschen Pilze beansprucht. Also falls ihr die Pilze überhaben solltet, dann könnt ihr das gerne machen, weil das lohnt sich schon sehr, muss ich sagen. Also ich sag mal, 10 Pilze im Tausch für 3258 Kristalle ist okay, würde ich sagen. 10 Pilze, das schmerzt jetzt nicht so doll. Also die Kristalle sind schon auf jeden Fall das wert, denke ich mal. So, muss aber jeder für sich halt selbst wissen, so ist natürlich ganz klar. Ne? Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. So, wir gehen auf die Konfettikanone, ja, ändern das Aussehen, zack, und wir gehen hier rauf und was sehen wir? 7240 Kristalle bekommen wir jetzt einfach nur, weil wir das Aussehen dieser Waffe geändert haben, ja. Und das kann man anhand jeder Waffe und jedes Items kann man sich das schön berechnen. So, vor allen Dingen im Late Game braucht ihr Kristalle halt sehr, sehr viele und deswegen ist es nice, wenn ihr halt das Feature nutzen könnt. Das könnt ihr für alles machen. Wir nehmen jetzt als nächstes mal die Waffe hier. So, da gehen wir mal auf, erstmal ist das ein alle Attributs-Item und dann Waffe, Stichflamme, so, was hat das hier? 3022, wir machen das nochmal, 3022, rechts raus hat es 3918, so, 3918, höchster Attributwert ist 1540, so, nochmal 1540, so, und da sehen wir die Waffe 6226. Was bringt sie? 6226 Kristalle. Und hier können wir nochmal gucken, was das Ganze bringen könnte, wenn wir das in die verschiedenen Waffen verwandeln. Hier wird sehr viel abgezogen. Ne? Hier kriegen wir 1000 Kristalle mehr. Und ja, man sieht übrigens auch, was passiert, wenn man das Item in die Toilette schmeißt. Ja, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn wir das durchspülen würden und welches Item würde rauskommen? Ja, als Krieger-Item hätte das nur noch einen Wert von 3366 Kristalle. Ne? Also wir würden stark Minus machen, wenn wir jetzt ein Krieger-Item bekommen würden, wenn wir es in die Toilette schmeißen. Und ein Kundschafter-Item kommt raus, dann bekommen wir 6588 Kristalle. Also ein bisschen mehr, aber es lohnt sich natürlich nicht, das Risiko einzugehen, um am Ende vielleicht deutlich weniger zu bekommen. So, wir sehen jetzt auch, wenn wir das Ganze hier ja, in diese Waffe zum Beispiel umwandeln würden, bekommen wir 1000 Kristalle mehr, 1014, ja. Für 10 Pilze muss jeder selbst wissen, ob sich das lohnt. Für mich lohnt sich das jetzt nicht. Also das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Und ja, hier habe ich zum Beispiel noch das Valentins-Item, was ja jeder von euch bekommen hat. Ne? Und das können wir jetzt zum Schluss auch nochmal, damit wir auch nochmal ein normales Item hier ja, dass ich das euch mal zeige. Ne? So, das ist hier unter Amulette zu finden. Und zwar ist das hier. Zack. Und wir schauen einfach mal drauf, weil es hat ja auch keinen Rüstwert. Ne? 923 geben wir hier ein. So, 923. Da sehen wir, warte mal. Das ist... Ach, okay, guck mal, hier ist ein Fehler unterlaufen. Hier, so viel würde das mit alle Attribute bringen. Das ist aber ein 3er-Attributs-Item. Das heißt, Epic mit 3 Attributen und so stimmt denn der Wert jetzt, ne? Ja, 3326, genau, jetzt stimmt's. So, wenn wir das jetzt irgendwie umwandeln würden hierzu, würde es weniger bringen. Das wäre das Item, was am meisten bringen würde. Lohnt sich aber nicht für 10 Pilze, das, ja, 253 Kristalle mehr zu bekommen. Lohnt sich einfach nicht. Ja, zum Schluss können wir nochmal ein Item reinwerfen, hier mit zum Beispiel, ja, eine Rüstung nochmal, damit wir das auch nochmal anhand des Beispiels nochmal durchgehen.
So, wir nehmen mal hier die rechte Rüstung, das ist ein 3er-Attributs-Item, haben wir schon eingestellt. Dann nehmen wir den Brustpanzer und nehmen hier die Weihnachtsrobe. Rüstwert hat das Teil hier 1, 2, 5, 6. So, nochmal 1, 2, 5, 6. Und einen Wert von 917. So, 917. So, und dann haben wir hier nochmal die Tracht. So, das Ganze bringt das hier an Kristalle. So, Kundschafter-Item würde ja deutlich mehr Kristalle bringen auf jeden Fall. Also könnte man überlegen, ob man das durchspielen möchte. Dann hat man hier einmal wieder die mehr Kristalle, ne? Mehr Metalle, hier dann mehr Kristalle, obwohl das keinen großartigen Unterschied ausmacht. So, ne? Und ja, das ist so auf jeden Fall das, was ihr machen könnt. Am meisten lohnen sich die Waffen. Wenn man von den Waffen das Aussehen ändert, dann ja, bringt das am meisten. Diese Waffe haben wir jetzt schon mal umgewandelt, also können wir ja gucken, was die jetzt bringen würde, wenn wir die Waffe nochmal umwandeln würden. Wir haben hier einmal die Konfettikanone. Das interessiert mich jetzt auch nochmal, ob das jetzt irgendwie mehr bringt oder so, aber das ist ja jetzt schon mit der Best Case so, ne? So, 3, 2, 2, 3, danach machen wir ja Schluss hier. 3, 2, 2, 3 und 3, 7, 2, 5. So, 3, 7, 2, 5. Und was war das gewesen? Ein 3er Epic. Ja, okay. Gut, mit, warte mal, Schaden 1, 8, 4, 8. So, 1, 8, 4, 8. So, was haben wir da? Das bringt natürlich weniger. Und hier haben wir plus minus 0, weil das höchste Item ist, was man so bekommen kann an Ressourcen und an Kristallen. Ne? Da habt ihr auch nochmal denn das Beispiel. Gut, okay, ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Falls es der Fall sein sollte und ihr das irgendwie ja, für irgendwas gebrauchen könnt, so für ja, eure eigenen Sachen irgendwie, wie gesagt, das ist der Grund, warum die meisten High-Level-Spieler sich immer epische Waffen zum Epic-Event aus dem Shop kaufen, weil die am meisten Kristalle bringen, am meisten Ressourcen. Und ja, deswegen sich das ganze Inventar mit Waffen voll kleistern und nicht mit irgendwie Rüstung oder, keine Ahnung, Schuhen oder irgendwas anderes, weil wirklich die Waffen am meisten bringen. Und das ist eigentlich der Grund. Dann gucken die nochmal, ändern das Aussehen und profitieren noch mehr dadurch denn. Und ja, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch anhand dieser Seite. Sehr coole Seite, sehr cooles Feature, sehr cooles Tool. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu. Da würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.